So, hier der Plan. Wir basteln jetzt einfach rum. Muss halt noch irgendwie Zeit totschlagen. So. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade Euclid's Pizza gemacht. Meet with Nivas. Take delivery of pizza. Pizza delivery. Achso, das war die Pizza. It's Nivas again, except this time they are wearing a Euclid's pizza uniform. Euclid, a better pie, and we can prove it. The reference seems kind of obscure for a pizza joint. Don't look too surprised. Nope. I'm an independent operator. I handle a wide range of businesses. Economy like this, you gotta hustle. So, here's your pizza, and here's your other package. I hope it helps. Print the bottle cleanly, not. Good work getting that money together. If there's anything else you need, you know who to call. Okay, folgendes. Ich habe in der Sine einen Artikel gesehen über Phage. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wieder das Übliche. Ja, Entschuldigung, ich benutze ein Tool, das dämmt das blaue Licht auf den Monitoren. Das ist bei Dunkelheit angenehmer zu lesen ist. So. Moment hier. Bisschen zu weit, wa? Nee, doch. Manifesto. Finally, there's a really interesting look at the disease known as phage from the research biologist who studied it on her own time and kindly shared her notes with us. I guarantee you won't get this information anywhere else. So, und zwar haben wir dann hier die Tutorials hin. Exploit them, ja. Hier waren noch so ein paar sehr interessante Instruktionen wie Swiss. Wo man also einzelne Ziffern manipulieren kann in einer Zahl. Das ist sehr interessant, wenn man zum Beispiel sagt, zähl immer bei 10 hoch oder so eine Zahl, ne? Dann müsstest du ja immer nur den letzten zack zack und dann müsstest du den zweiten. Braucht man auch 2 Counter. Also es scheint mir so, immer wenn man 2 Counter braucht gegeneinander, musst du mindestens 2 Extras haben, weil einer kann nur einen Wert halten, sozusagen. Ist nicht wie bei TIS, wo man mehrere Registers hatte. So, Seek-Wipe, ja, all die File-Manipulation. Ja. So, Debugging the Phage bei Fluoxetine Dream. A mystery disease known as what? Colloquially as the phage. Colloquially, ich weiß gar nicht, was das wäre, wahrscheinlich gemeinsam oder gemeinschaftlich genannt, the phage. That slowly turns the human body into computer parts and sounds like the realm of science fiction or conspiracy theorists. But in this case, it's sadly all too real. The phage is known to the medical community as progressive neuroplastic dysfunction, which is outdated and not an accurate name at all, or the lesser used Wurstner's syndrome. At first blush, turning into a computer may sound cool, like becoming a cyborg. Unfortunately, the phage does not turn your body into anything that resembles a working computer. If left unchecked, the phage leaves the bottle a lifeless amalgamation, weiß ich auch nicht, of purposeless circuitry. Also, ja, irgendwas Metallisches. We know that people who use computers frequently are more inclined to get it, with all known incidents occurring to people who use computers for 8 hours a day or more. Oh my god. It spreads over the course of 6 to 18 months, from the extreme
extremities, often the hands, but occasionally the feet, towards the core body, slowly replacing the body cells with connected structures of a plastic-like substance containing semiconductive substructures. Okay, also man wird langsam ersetzt durch metallische Teile. Currently, the best option for treating the phage is to cut away the affected tissue as fast as it appears, which is hardly an ideal solution. Several other treatments are in development. One off-label oral medication seems to be effective at slowing its spread, but is prohibitively expensive. Also unverschämt oder illegal teuer, weiß ich auch nicht. For the majority of would-be patients. So, beyond this, understanding of the phage is still poor, so speculation has rushed to fill the gap. Claims that the phage is an escaped experiment from a secret government lab researching human-computer interfaces are unverifiable, as are any of the frankly silly ideas around a kind of mystical computer rapture where carbon and silicon life forms will join together to form a new higher form of consciousness. Naturally. One thing we can empirically test is an idea that the phage was indeed originally designed as a way to facilitate direct human-computer interfaces. As a graduate student at the respected medical school, I was able to use the lab to do little off-the-books experiments of my own with an acquaintance afflicted to the disease. Also, er hat mit jemand anderem, der infiziert war, zusammengearbeitet. For obvious reasons, we are both going to remain anonymous. Interfacing with the phage nodes as EXA hosts. With the phage nodes as EXA. Perhaps the most interesting thing about the phage-infected tissue is that it does in fact seem to provide interfaces that can be connected to with off-the-shelf hardware debuggers. I use the Mitsuzen HDI-10, typically used to debug XOR-based embedded systems, for the experiment described here. By replacing the HDI-10's probes with conductive high-precision tweezers, I was able to connect to the phage node cluster shown in the microscope image below. Each phage node was enumerated as a small host with corresponding links between connected phage nodes. In the absence of proper link IDs, the firmware of the HDI-10 appears to be auto-enumerate its own. Also dieses Gerät HDI-10, das die benutzt hat als EXA, das nummeriert seine eigenen Links zwischen den einzelnen Phage Nodes. Also das ist eine Phage Node und die benennt sie selbst. New Node, Phage Node, New One. Yeah. It's known that phage nodes have an affinity for nerve and nerve-like cells, disrupting neural behavior and causing the degenerative symptoms associated with the disease, further supporting the idea that the phage was designed to support human-computer interactions. Phage nodes connected to nerve cells present hardware registers in their corresponding hosts that allow the electric potential of an attached nerve cell to be measured, excited and suppressed. Also man kann damit rechte Nervenzellen steuern. Wenn man sich auf so eine Phage Node einwählen kann, dann kann man damit ja Neuronen, also die Nervenzellen stimulieren, auslesen und messen. Ja, also messen. Und suppress, unterdrücken, also den Nerv lahmlegen sozusagen. Units appear to be millivolts. Okay, for the uninformed, nerves have a resting potential of around -70 millivolts. Ja.
can spike up to around 50 millivolts when excited and can fall as low as negative 120 millivolts when suppressed. Injecting excess into phage nodes. Given its initial work, it seems like it should be possible to inject excess into phage nodes in a human host and program them to repair neural processes that have been disrupted by the growth of their very same phage nodes. I would like to try this next, but it is an obviously risky procedure and is frowned upon in the medical community, hence the need to secrecy here. It's unfortunate that one-off custom therapy like this would unlikely to get regulatory approval. I'm going to be making an attempt to perform this and will report back with more information. Also was sie versucht ist, dass sie versucht diese Phage Nodes, die ersetzen ja Neurozellen sozusagen, also Nervenzellen. Und was sie versucht ist, diese Phage Nodes so zu programmieren, dass sie Neuronen ersetzen, also reproduzieren und mit den anderen Neuronen wieder interagieren. Darum ging's. Also dass man sie praktisch also was passiert ist, diese Phage Nodes, die ersetzen deine Zellen, aber die sind leer, das ist ohne Programmierung, das wurde hier oben erwähnt, dass man am Ende einfach nur so ein Stück Metall hat, was aber nicht weiß, was machen soll. Was sie jetzt versucht ist, mit Exas diesen Phage Nodes wieder Sinn zu geben, dass sie sich wie andere Nervenzellen verhalten. Und man so praktisch seinen Körper im Gang hält. Ne? Sunny surplus. An amount of something left over when requirements have been met. Ja, und wir sind infiziert von der Phage. Ja. Und wir müssen diese Medizin haben, damit dieser Wachstum also verlangsamt wird. Kann nicht aufgehalten werden können, nur verlangsamt werden. Und sollte unser eigentliches Ziel eigentlich sein, so schnell wie möglich unsere Phage Nodes so zu programmieren, dass wir sie benutzen können. Interessant. Okay. Gut, wir hatten das jetzt hier. Wir haben jetzt unsere Drogen für heute. Mitsuzen HDI-10. Das ist die Exa, die sie benutzt, oder das Gerät. Sorry about that left arm of yours. What? Ja, hier ist das jetzt. Hack your body to repair a damaged nerve in your arm. Und sie sagt, sorry about your left arm, the left arm of yours. That left arm. The medicine stops your condition from spreading, but it can't fix things like that. You will need to take care of that yourself. You mean hack my own body? Ich weiß schon, wie das geht. Yes, exactly. If you can hack something else, anything else, why not your own body? Also das wäre jetzt mein Armnerv, ja? Das ist auch ein Nerv, wie es mir scheint. Und hier sind wir verbunden zu meinen menschlichen Neurozellen. Das ist schon In-Out, also Input-Output. Das heißt, wir kriegen hier einen Eingang anscheinend vom Nerv und müssen uns da Output zum Arm, also ne? So. Read value from the nerve connected to your central nervous system, central CSN, zentrales Nervensystem, and relay it to the nerve connected to your arm. Das ist nicht der Prozessor. Clamping the value so that it never goes below 120 and above 50. Repeat ad infinitum. Also das soll sich für immer wiederholen. Das heißt, wir müssen eigentlich zwei Extras haben. Einer steht hier, einer steht da. Der nimmt rein, checkt, schickt rüber und der schickt raus. Since this task takes place
inside the network you control, that is your own body, it is not necessary to leave no trace. Your access should be written and operate indefinitely. Note that nerve is a hardware register, not a file. You can't use it. You can use it directly in your code like any other register. For more information about the phage, see Debugging the Phage, your first issue of the zine. Relay all nerve signals as indicated. War da nicht noch was mit Data her wird in dem nächsten? Hardware hacks, highway signs. I know I'm not the only one with fond memories of pranking electronic highway signs. The locks on the keypads were easy to pick, and a lot of times they weren't even locked at all. So it used to be really easy to change their messages from the usual humdrum construction ahead or left lane close to more fun things like no speed limit and hail Satan. So Linkskiller. Alas, for a long time people thought it wouldn't be possible anymore. Thanks to local transportation agencies who got wise to our wholesome activity and have been replacing their old highway signs with an expensive new network-based version that's only programmable from central headquarters. If the only way to change the sign is remotely, surely the kids couldn't tamper with them anymore, right? Kids, you know how the story goes. These new remote highway signs are a little trickier to access, but still simple to change to whatever you want. All you need is the information here and the right phone number, and you can bring a smile to the corporate wage slaves who's stuck in traffic yet again. So let me here on falling down. Michael Douglas. Changing the message. Once you're in, these signs accept data messages in the form of a series of 3-number packets written to data. The first number is the row starting at 0. First number is a row starting at 0, okay? Second is a column starting at 0. And the third corresponds to the character you want to display, and then there are usually a few more registers that are fun to mess with. Most I've seen have one called TLRS clears, which clears the sign if you write anything to it. Other signs, there's Tippfehler, ja? Ja, das muss ich are there signs have effects you can activate, like flashing or inverting text. Here's a common character table. Ich glaube, das wäre schon das nächste Rätsel. Wir müssen erstmal unseren Arm fixen. Ne? Ich kann hier direkt Copy. Nee, kann ja nicht. Ich muss das da aufnehmen. Also Rautennerv ist schon mal. Das ist der Name. Wie nehme ich die denn auf?
Ah, doch, gehen. Also der muss nur in dem Ding stehen. Den weiteren Weg. So, oder am besten hier, ne? Haben wir das denn immer zur Verfügung? Gibt es den nur einmal? Das ist einfach nur Jump. Oh, ich mag Internet Edge nicht hier mit Lesen, das ist aber nervig. Ach, der ganzen Jump. Boah, okay. Bisschen überreizt da, ne? Okay. So, wie können wir jetzt rausfinden, dass er nicht minus 120 ist? Ich würde fast sagen, wir müssen beide die Hälfte machen. Aber das wäre jetzt natürlich nach X, ne? Not go below ist größer als... Ach Quatsch. 121. So, der ist auch... Der schickt.
So, wenn es nicht klar. Dann kann er gleich weitermachen. Ansonsten sind wir natürlich langsamer, ne? So, ist größer als minus 121. Wieso, was soll denn da kopiert werden? Clamping the value. Also mit Clamping meinen die dann, dass er den Minimumwert schickt, oder was? Das ist schon mal komplizierter, ne? Minus 68. So, 400. Ist nichts. Kopiert darüber. Der guckt jetzt aber. Oh, das ist aber groß. Kopier 50. Luke. So, das funktioniert schon mal. Unser normalisierter Arm. Jetzt natürlich wahrscheinlich noch nichts optimieren. Das müssen wir wahrscheinlich nur mit Logik, können wir das wäre besser. Oh, guck mal, wow, nicht schlecht. Ist sogar spot on, richtig gut. Das kann man hier noch optimieren. Da waren eine Menge Werte. Können wir das nicht so machen? Ne? Nein.
Muss er ja hin. So, der Curry gesagt, muss er nachgucken. Und das Dumme ist, dass die Werte immer gleich weg sind, ne? Wenn ich jetzt einen Test mache, dann ist es ausgelesen, das, die Spannung, dann ist vorbei. Ich muss es immer kopieren erst. Nicht schade, dass man hier rausspringen muss und das nicht optimieren kann. Das ist echt scheiße. Ja, geht leider nicht mehr. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das. Anders machen wollte. Ich kann höchstens ihn hier beides testen lassen. Ich kann hier beides testen. Forward Jump Low. Dann machen wir hier noch den Test. X ist kleiner als 51. False Jump High. Stopp. Die Frage ist, ob sich das Ding resettet oder ob das da drin stehen bleibt. Nee, das bleibt drin stehen. Aber der macht ja immer alle Tests, ne? Hi. Der schickt gar nichts raus. Ach, Idiot. Doch, das soll sein. Ja, wir haben einen weniger, aber viel mehr Cycles. Also wenn man viel mehr Cycles hat, wenn man sich das teilt, dann ist es doch besser. Wir können auch was ganz Beklopptes machen. Den langsamsten Arm ever. Hier steht einer, der stellt eine Datei. Und dann wandert ein Excel zwischen hin und her mit der Datei.
wie wäre denn... Oh. Der schreibt es in eine Datei. Dann wird ein neues Exa erstellt, das läuft hier rüber, löst sich auf. Exa wird erstellt, läuft rüber, löst. Aber das wäre ja auch nicht schneller als das Rüberspringen, ne? Das ist ja egal. Wir können auch direkt reden, wäre halt lustig. Wenn dann hier mal einer rüberlaufen würde. Der langsamste Arm ever. Weiß ich auch nie. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt. Das wäre schon mal drin, ja. Aber wir haben zwei, einmal macht alles die erste Not. Und einmal teilen die sich das auf. Das ist am schnellsten. Kriegen wir den schnellsten Durchsatz hin. Sind wir damit zufrieden mit unserem Arm? Ich glaube schon. Ja. This hotfix should keep you useful at least for a little while longer. I'm glad I don't have a body. Oh god. It sucks. You get used to it. If you say so. Seems like nothing but a hustle. Maybe one day, well, we can talk about that later. What? Die wilden Körper? Ah, I broke the tab key. Stepping too much in Exodus. Ha! If you control alt-click an instruction, it will run up to it and stop. Alt-click an instruction. Super handy. What? I didn't know. Well, now you do. Too late for the tab key. Too late for the tab key. Also man kann Stops einbauen, anscheinend im Code. Last stop. SNAXNET. Cause the last stop factory to produce peanut-free peanut blast bars. Okay. You like snacks, don't you? You don't have to answer that. I know you like snacks. That's why we are going to hack a snack factory. This is silly. Boy. It's an experiment. Hypothesis. So heißt er. Hypothesis. It will be very funny. Okay. Okay. Remove the word peanuts, file 300 from the peanuts blast recipe. File 237. Note that the target keyword will appear in a different position in each of the 100 test runs. To view and debug each of the different test runs, click the arrow button next to the test run display. Warum muss ich den einlesen?
Nee. Brauche ich die Datei? Kann ich nur Registers benutzen? Also, der macht nichts anderes als Grab 300. Leave no trace. Ah, doof. Muss ich die nur einmal entfernen? In different position. Kann man das nicht reinkopieren nach X? Das können wir besser machen. Mark Loop. Copy F nach X. Guck, ob das geht. Ja, geht. Ja. 800. Grab den. Test of fire equals M. False Jump, dann gleich zum nächsten.
Ansonsten -1 zurück. Sieg. So, der hat jetzt Peanuts im Speicher. So, Copy 1 nach so, nicht, also X nach Peanuts. Stimmt nicht, also zurück. Shit. Ah, shit. Der kriegt hier einen Codefehler, der kann nur einmal aus der Datei lesen. Peanuts. 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 Also nein, funktioniert schon ganz gut mit dem Vergleich. So, kriegen wir nochmal Peanuts. So, ein zurück. Schicken wir nochmal Peanuts. Ach, die soll die ja löschen. Remove the word Peanut. Wie löscht man denn was? Das war doch ja auch. Reading, writing, fahren. Die Values? Da, remove the value highlighted, Falke, also void. Brauchen wir das hier gar nicht. Also der Vergleich, das funktioniert schon. Pass, so. Ne, jetzt passt er. So, okay. Ein zurück, void. Und schick den nach Ende. Und jetzt? Da steht noch Peanut. Ich bin ein Idiot. Die falsche Datei. Okay, gut. Ja, kein Kommentar. Das kann jedem mal passieren. Aber das Prinzip ist das gleiche, und es ist jetzt egal, welche Datei wir haben. So. Och, die Scheiße.
interessant. Wir müssen also gar nichts schicken. Wir können jetzt eigentlich alles mit einem machen. Den brauchen wir gar nicht. So, da muss ich aber nicht. Noch X. Jetzt brauchen die Loop. So machen. Aber wir haben jetzt Peanuts gelesen. Ja. Okay, gut. Geht natürlich auch. Wollen wir den nicht wipen? Ja, lief noch ein Trade. Oh, pass eigentlich. Okay, I don't know how I feel about this processing. No peanut in peanut blast. Was that funny? Hilarious. Yes, foiled expectations. Humans' behavior is predictable and in aggregate. More data for the corpus. Let's continue. So, just when is the next issue of the zine coming? Good question. Print shop's a little unhappy with me right now. They didn't really buy my argument that I shouldn't have to pay. Ha, did you really try to argue that? No, but I do owe them money. Sad. So, just when is the next issue? Also der Selenium Wolf, der ist zwar auch Admin, aber der scheint ganz normal hier auch mitzuchatten. Broiler Enjoy. Ja. Aber above. Also unser Arm funktioniert sehr gut, wie das hier aussieht. Da sind ja einige Freaks dabei, aber ich schätze mal, man könnte auch in jede Not, weiß ich auch nicht, wie man das noch schneller machen könnte. Oder hier, das ist natürlich nicht perfekt, aber vielleicht lernen wir auch noch ein paar neue Befehle, das ist oft so. Okay. Erase the record of Just Deb on to the copy shop. Okay. You're gonna help Just with his copy shop bill. Natürlich. That's kind of you. Yes, he's an old friend. I help people when I can. Is that altruism? 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 I've heard of that. Alzheimer? This is the first time I've seen it in the wild. I'm going to have to add a new table to the database. Okay. Kommen in der Schöne. Erase Just Debt to the copy shop by zeroing out his balance in the customer database file 200.
and appending a payment to the payment log file 201 with today's date and the exact amount of his prior balance. Just customer ID is available in file 300. For more information, see Network Exploration DigiCache Point of Sale Systems in the first issue of Zine. Exploration. Also wir sind 300, das ist seine Konto-ID. Das 730. Das soll gezeroed werden. Also das soll komplett weg, die 3 Werte oder eine? Hier hinten so ein Payment dran. 97. Das war 1997. Interior. Ja, morgen beim nächsten Mal. Bis dann.